Wer sein Kapital investiert und sich regelmäßig davon etwas auszahlen lassen will, zum Beispiel nach der Pensionierung, hat 3 Möglichkeiten. In festverzinsliche Wertschriften, also Obligationen zu investieren, in Dividendenaktien zu investieren, also Aktien, die eine überdurchschnittlich hohe Dividenden ausschütten. Oder drittens, marktbreit zu investieren und sich regelmäßig Teilbeträge auszuzahlen. Im heutigen Kaffee-Break reden wir über Dividendenaktien, genau über Dividenden-ETF. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Dividenden-ETF bilden einen Aktienindex ab, wo vor allem Aktien von dividendenstarken Unternehmen enthält. Aber lohnt es sich vermehrt in Dividenden-ETF zu investieren, um so von regelmäßigen Ausschüttungen zu profitieren? Um das beurteilen zu können, macht es Sinn, einen Blick auf die letzten 10 Jahre von einem ETF zu werfen. Und zur Illustration nehmen wir den MSCI World Index, einen bekannten und marktbreiten Aktienindex. Und wir setzen die Daten ins Verhältnis zu seinem Dividendengeschwister am MSCI World High Dividend Yield Index. Den Steuereffekt blenden wir jetzt mal bewusst erst aus, zu dem aber später. In den Zahlen sieht man, der MSCI World Index hat eine annualisierte 10-Jahres-Gesamtperformance von rund 10% gehabt. Beim High Dividend Index sind es etwa 7%, also 3% weniger jährliche Rendite. Und auch im Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren hat der Dividenden-ETF schlechter performt. Wichtig zu erwähnen ist, dass ja im MSCI World dividendenstarke Titel enthalten sind. Das ist ja schließlich auch ein marktbreiter Index. Die Dividendenaktien sind im Standardindex einfach nicht speziell bevorzugt. Das sieht man an der Dividendenrendite, wo ja nichts anderes ist als das Verhältnis von Dividendenausschüttungen zum Aktienkurs. So hat der normale MSCI World Index eine Dividendenrendite von immerhin 1,8% gehabt und beim High Dividend Index ist es das Doppelte gewesen, rund 3,6%. Der High Dividend Index hat aber auch eine geringere Volatilität, also Risiko. Das überrascht natürlich nicht, denn Risiko und Chancen hängen beim Investieren ja immer zusammen. Mit einem Dividenden-ETF weicht man natürlich ab von einer rein marktgewichteten Anlage. So sind etablierte, profitable Firmen aus altbekannten Sektoren übervertreten. Im Fall vom High Dividend Yield Index machen Firmen aus dem Bereich Energie, Konsumgüter, Pharma und Nahrungsmittel den Löwenanteil aus. Aufstrebende Technologiefirmen sind dafür stark untervertreten. Und außerdem, eine Firma, die Dividenden an seine Aktionäre auszahlt, hat weniger Kapital zur Verfügung, um in ihr eigenes Geschäft zu investieren. Oder sie hat auch weniger Geld für Aktienrückkäufe, die ja auch zu Kursanstieg führen. Kommen wir zu einem weiteren wesentlichen Aspekt für Investorinnen und Investoren, der Steuerbehandlung von Dividenden. In der Schweiz sind Kapitalgewinne für Privatanleger prinzipiell steuerfrei. Gewisse Ausnahmen gibt es beim Bezug von Vorsorgegeldern. Dividendenausschüttungen hingegen sind bei der freien Vermögensanlage steuerbar. Die Schweizer Steuerbehörden erheben auf Dividenden eine Verrechnungssteuer von 35%. Bei korrekter Deklaration von deiner Steuererklärung kannst du die Verrechnungssteuer zwar wieder zurückfordern, die Dividendenerträge fallen jedoch unter die Einkommenssteuer. Der zweite Nachteil ist eine Verzögerung vom Zinseszinseffekt, weil es eine Weile dauert, bis du die Verrechnungssteuer zurückbekommst und die Erträge nicht direkt reinvestieren kannst. Am Schluss zählt die Gesamtrendite, also die Summe aus Dividendenrendite und Kapitalgewinn. Aber die Schweiz ist eines der wenigen Länder, wo keine Steuern auf Kapitalgewinne hebt. Darum hat der marktbreite Ansatz für Schweizer Investoren einen Steuervorteil. Was haltest du von Dividenden-ETF? Hinterlasse mir dein Feedback in den Kommentaren oder schreib mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.